Nachdem der Fahrer unser elegantes Transportvehikel auch am nächsten Tag vorbildlich auf Hochglanz gebracht hat, steht einem Ausflug in die östliche Umgebung der Stadt nichts mehr im Wege. Knapp 40 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum liegt in einer sehenswerten Schluchtenlandschaft unser erstes Ziel, das Kloster Geghard. Nachdem wir die ländliche Umgebung der Hauptstadt hinter uns gelassen haben, durchfahren wir das steppenartige armenische Hochland, von wo aus sich immer wieder großartige Ausblicke auf die Berglandschaft in idealer Symbiose mit der armenischen Gesangskunst ergeben. Höchst beeindruckt setzen wir die Fahrt durch die wundervolle Bergkulisse fort, bis eine zunehmend dramatischer werdende Felslandschaft die Annäherung an das Kloster Geghard ankündigt. Staunend nähern wir uns über den von schönen Kreuzsteinen gesäumten Zugang der von einer fantastischen Berglandschaft umgebenen UNESCO-Weltkulturerbestätte an. Bereits beim Durchschreiten des Eingangstores bewundern wir die außerordentliche Harmonie von Architektur und Landschaft. Auch dieses Kloster soll bereits anfangs des 4. Jahrhunderts vom heiligen Gregor gegründet worden sein und wurde nach der Zerstörung durch die Araber im 13. Jahrhundert wieder neu aufgebaut. Im Zentrum der Anlage steht eine der Mutter Gottes geweihte Kreuzkuppelkirche mit 4 Eckkapellen. Während die Anlage auf 3 Seiten durch eine hohe Verteidigungsmauer geschützt ist, hat man auf der Nordseite mehrere Felsenkirchen und Gräber, die durch tunnelartige Zugänge erreichbar sind, direkt in die hohen Klippen eingehauen. Bei einem geruhsamen Spaziergang nehmen wir nochmals den einzigartigen Gesamteindruck der Wallfahrtsstätte intensiv in uns auf.
Mit einem letzten Blick auf die Außenmauern verabschieden wir uns vom Kloster Geghard. Auf dem Rückweg nach Jerewan liegt noch eine weitere hochinteressante Sehenswürdigkeit, nämlich der ca. 10 Kilometer vom Kloster entfernte Tempel von Garni. Nach kurzer Fahrt durch die wild zerklüftete Berglandschaft erreicht man eine vom Fluss Assat ausgeformte 300 Meter tiefe Basaltschlucht. An deren Rand thront malerisch die Ortschaft Garni. Auf einem aussichtsreich in die Schlucht hineinragenden Felsvorsprung liegt die Ausgrabungsstätte des Tempels von Garni, die man durch eine aus großen Basaltblöcken zusammengefügte Ringmauer betritt. Am Ende des Felsvorsprungs liegt der sogenannte Sonnentempel, der bei einem Erdbeben im 17. Jahrhundert zerstört und ab 1969 mit dem Originalmaterial rekonstruiert wurde. Die Inschrift auf einer der hier vorgefundenen Steinplatten weist auf eine Entstehung der Anlage im 1. Jahrhundert hin. Tiridates I. ließ hier einen hellenistischen Tempel aus Basalt mit 24 ionischen Säulen, welche die Stunden eines Tages symbolisieren, errichten. Der Name Sonnentempel geht auf den persischen Gott Mitra zurück, der ebenso wie die römische Gottheit Mithras die Sonne personifiziert. Die zum Tempel hinaufführenden Stufen wurden bewusst so hoch konstruiert, dass eine devote, gebückte Haltung der Aufsteigenden erzwungen wird. Bei einem Rundgang durch die Kolonnaden genießt man vor allem den Ausblick auf die wundervolle Landschaft. Ein genauerer Blick offenbart auch die gewaltigen Basaltpfeiler, die das Baumaterial für die Anlage lieferten. Auch ein römischer Bäderkomplex wurde bei den Ausgrabungsarbeiten gefunden. Schließlich verlassen wir die höchst sehenswerte Anlage, um bei einem kleinen Spaziergang durch die Ortschaft nicht nur von weiteren architektonischen Überraschungen zu profitieren, sondern vor allem um einen anschaulichen Eindruck von der traditionellen Art der Herstellung des leckeren armenischen Brotes zu gewinnen. Also das ist Mehl, Wasser und Salz. Lecker. Danach geht es wieder zurück nach Jerewan, wo wir uns nach einer verdienten Ruhepause im Hotel nochmals in das lebhafte Nachtleben der Hauptstadt stürzen wollen. Kurz vor Sonnenuntergang zieht es uns von unserem Hotel wieder hinaus in die belebte Stadt, wo wir einen reizvollen Spaziergang vorbei am majestätischen Opernhaus durch die modern gestaltete Fußgängerzone unternehmen. Ziel ist der wundervolle Platz der Republik, der allabendlich viele Besucher mit einer spektakulären Fontänenshow anlockt. Bald haben wir das stattliche Opernhaus erreicht, das wie die Kaskade von dem Stadtplaner Tamanjan entworfen wurde. In dem angrenzenden Park wird der armenische Pianist Babayanjan mit einem durchaus skurrilen Denkmal gewürdigt. Mit der einbrechenden Dunkelheit füllt sich die Fußgängerzone zunehmend mit Leben.
haben wir den stimmungsvoll beleuchteten Platz der Republik erreicht, wo viele Besucher der allabendlich dargebotenen farbenfrohen Wassershow entgegenfiebern. Mit dem bunten Spektakel am Platz der Republik geht auch der eindrucksvolle Aufenthalt in und um Jerewan zu Ende.